Wir sind hier heute auf der Werkschau von der PBSA in Düsseldorf und schauen uns heute die Abschlussarbeiten der Absolventinnen aller Designstudiengänge an. Die Werkschau findet zweimal im Jahr statt, also einmal jedes Semester, und sieht tatsächlich jedes Semester anders aus. Hier orientiert man sich an verschiedenen gestalterischen Methoden, zum Beispiel an dem, was man hier heute sieht. Also ich habe eine dokumentarische Fotoarbeit gemacht zum Thema, wie sich ideologische Systeme oder Machtsysteme in Architektur und Stadtgestaltung widerspiegeln. Was würdest du denn sagen, wie hat dir dein Studium geholfen, dich auf deinem Weg zu deiner Abschlussarbeit letztendlich zu unterstützen? Da würde ich sagen, auf jeden Fall auf der theoretischen Ebene haben mich meine beiden PrüferInnen sehr dabei unterstützt, es halt aufzuarbeiten, diese ganzen komplexen Strukturen, Themen, die dahinter stehen. Ich bin hier heute mit dem Markus und dem Lasse von Kommunikationsdesign und die stellen uns heute ihre physische Arbeit vor, mal was ganz anderes. Genau, und zwar haben wir in Zusammenarbeit einen Messestand oder ein Display für ein Buch erstellt und das Ganze ist in Kooperation entstanden für eine Muroswoche, für ein Muroswochenprojekt. Genau, und wir haben das in unserem Masterstudio Experimentelles Design weitergeführt. Woher kam denn die Inspiration für euer Meisterwerk? Genau, das ist ganz spannend, weil der Inhalt des Buches basiert darauf, digitale Inhalte analog zu übertragen. Und da wurde viel mit silbernen Flächen gearbeitet, die halt in diesem Buch zu sehen sind. Und wir wiederum wollten halt diese analogen Medien, die dann im Buch wiederkommen, in den Raum übertragen. Niklas ist Masterabsolvent in New Object Design und er stellt uns heute seine Objekte vor. Was war denn bei der Entstehung deiner Objekte wichtig oder wie bist du in der Erschaffung davon zu diesem Ergebnis gekommen? Also dadurch, dass ich mich mit dem Thema Papier beschäftigt habe, habe ich versucht, diese Thematik auf Holz anzuwenden, da ich viel mit Holz in meinem Studium gearbeitet habe und quasi mir das wichtig war, dieses Material auch wieder in meiner Abschlussarbeit zu verwenden. Und durch die Technik des Plattendruckers konnte man das Holz quasi ähnlich behandeln wie das Papier selbst. Was sehen wir da für Material, Alex? Genau, hallo. Ich habe mit Kunststoff gearbeitet in meiner Bachelorarbeit und habe es anstatt seriell eher unseriell handwerklich bearbeitet, auf die Möglichkeiten des Materials zu bekommen. Viele haben ja Risodruck vorher noch nie gehört. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen? Ich habe in der Vorlesung an der Hochschule das Thema Risodruck kennengelernt und hatte zu dem Zeitpunkt einen Weg gesucht, um meine Illustration zu vervielfältigen. Daraufhin habe ich dann von der Risodruckwerkstatt an der Hochschule erfahren und habe dann relativ schnell mir meinen eigenen Risographen gekauft, habe dann die Technik mir selber beigebracht und habe mittlerweile eine Selbstständigkeit neben meinem Studium mir erarbeitet, in der ich ein Risodruckstudio habe und dort nachhaltige Druckprodukte produziere. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke vom Tag gefallen und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Design zu studieren, dann schaut doch auf der Website vorbei und dann sieht man sich auf dem Campus.